Hallo, hier ist Ronald Domlit von Reduxi. Heute sitze ich hier zusammen mit Maxwell, der für den skandinavischen Markt technisch verantwortlich ist. Heute werden wir Ihnen auf einfache Weise erklären, wie Sie die Reduxi KI-Energiesteuerung nutzen können, um Ihre Leistungsspitzen zu senken. Der Fall, den wir uns heute ansehen werden, ist eine Pixie-Batterie, bei der der Kunde keine Photovoltaikanlage hat. Ja, dann schauen wir uns an, wie wir das hier konfigurieren können. Zunächst einmal, als Ausgangspunkt haben wir dann unsere Web-App. Dies ist dann das Äquivalent zur mobilen App, nur auf dem Computer. Um zu unserer Konfigurationsseite zu gelangen, werden wir unseren Link verwenden. Wir erreichen die Konfiguration, indem wir zu Standort verwalten gehen, wenn wir vor Ort sind. Und dann gehen wir zu den angeschlossenen Geräten. Hier werden wir sehen, dass wir eine Möglichkeit haben, uns mit unserem Controller zu verbinden. Dann drücke ich hier auf Gehe zu Controller. Und wir gelangen direkt auf die Konfigurationsseite für deine Steuereinheit. So, um diese Einstellungen vorzunehmen, gehen wir zuerst zu Strategien. Und dann haben wir unsere Energiemanager-Strategie hinzugefügt, auf die wir klicken, um zur Konfiguration der Strategie zu gelangen. Dann gehen wir zu Optimierungsmodi. Auf dieser Seite sehen wir, dass wir einen Standardmodus haben, der hinzugefügt wurde, wo wir eine Exportgrenze von 14 Kilowatt und eine Importgrenze von 14 Kilowatt. Wir sehen auch, dass dieser Kunde eine AI-Strategie auch auf der Seite hinterlegt hat. Und um das hier klarzustellen, wenn du die AI-Strategie eingefügt hast, dann bedeutet das nicht, dass du deine Leistungsspitzen senkst. Stattdessen arbeitet die AI-Strategie mit Spotpreisoptimierung der Batterie, lernt den Verbrauch in deinem Zuhause, um eine Prognose zu erstellen, wie man sich am nächsten Tag verhalten soll. Um die Leistungsspitzen zu senken, muss man das separat hinzufügen. Sehr wichtig, dass ihr darauf aufmerksam seid. Genau. Und um das zu tun, hier müssen wir also planen. Mit verschiedenen Importgrenzen. Wie Ronald erwähnte, wie AI hier arbeitet, ist das AI. Es entscheidet, wie sich das System verhalten wird. Ob wir in den Eigenverbrauch übergehen oder ob die Batterie geladen oder entladen werden soll. Und so weiter. Aber es wird nicht berücksichtigen, wie viel du verbrauchst. Das muss man einstellen durch geplante Importgrenzen. Nehmen wir ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn du hast Ellevio als Netzbetreiber. Ellevio hat bereits seine Leistungstarife eingeführt. Wir wissen, dass Ellevio Tarife zwischen 7 Uhr morgens und 22 Uhr hat. Die restliche Zeit wird es als halbierter Leistungstarif berechnet. Wenn du also 10 Kilowatt in der Nacht verbrauchst, bedeutet das, dass es als 5 Kilowatt berechnet wird. Wie stellen wir das ein? Zuerst drücken wir auf diesen Plusknopf hier und wir werden dann einen Zeitplan erstellen. Dort stellen wir dann eine andere Importgrenze aus dem Netz ein. Wir drücken hier auf Erstellen. Wir können das hier nennen. Können wir hoch sagen. Hochgebühr können wir es nennen. Das wird wahrscheinlich von Montag bis Sonntag gelten. Und Monate. Hier können wir auswählen, für welche Monate unsere Leistungstarife gelten. Einige Netzbetreiber werden es so einstellen, dass man nur Hochlastsaison hat. Zum Beispiel zwischen November und Februar. Und dann kann man es auf diese Weise einstellen. Jetzt werde ich alle einstellen, alles auswählen. Nur für dieses hier, das Anleitungsvideo. So, dann stellen wir ein, dass zwischen 7 Uhr. Und wir können es auf 6 ändern. Dann stellen wir hier zwischen 6 und 22 Uhr ein.
Und in diesem Zeitraum werden wir einen viel höheren Tarif für Leistung haben. Und deshalb möchten wir dann eine so niedrige Importgrenze vom Netz wie möglich haben. In diesem Beispiel können wir einstellen 5 Kilowatt. Und das bedeutet dann, dass der Reduxi nicht mehr als 5 Kilowatt importieren wird vom Netz. Oder das System wird optimieren, um nicht mehr als das vom Netz zu importieren. Wir drücken auf Bestätigen. Und ich habe dich gefragt, Max, als du eine Torgrenze von 5 eingegeben hast, da gab es auch ein Ziel. Wie wirst du wissen, dass du dort das Richtige eingestellt hast? Wenn du zurückgehst und dort klickst. Ja, dann drücke ich und schaue nochmal. Hier haben wir dann 1. Aber wie ich vorher erwähnt habe, wenn die KI-Strategie läuft, dann spielt es keine Rolle, welches Ziel du hier hast, weil die KI entscheidet, ob wir in die Selbstverbrauch gehen oder ob wir den Verbrauch maximieren, um die Batterie zu laden, sodass das hier eingesetzte Ziel keine Rolle spielen wird, solange die KI läuft und dies für uns entscheidet. Dann müssen Sie klarstellen, wenn Sie hier dieses Menü sehen können, Sie wählen. Es spielt keine Rolle, was Sie wählen, Sie können es einfach lassen. Es ist die KI, die selbst entscheidet und die verschiedenen Modi wechselt. Genau, das stimmt. Also können wir weitermachen. Drücken Sie auf Bestätigen und Speichern. Wir dürfen nie vergessen, hier zu speichern, damit alle unsere Einstellungen korrekt sind. Jetzt sehen wir hier, dass wir unseren Standardmodus haben. Der Standardmodus gilt zu allen anderen Zeiten, außer zu den Zeiten, die wir spezifiziert haben. Hier. Dann haben wir einen Hochpreiszeitraum von 6 Uhr bis 22 Uhr, wo wir eine Importgrenze von 5 Kilowatt festgelegt haben. Weil man betrachtet die Leistungsgrenze als halbiert während der restlichen Zeit. Also sollten wir hier eine Importgrenze setzen. 10 Kilowatt. Damit, wenn wir 10 Kilowatt zu Hause verbrauchen, wird es als 5 Kilowatt gezählt. Und wir sparen. Noch einmal. Und so haben wir dann eingestellt. Leistung und die Tarife für Ellevio. Und um das zu verdeutlichen. Wir haben eingeführt einen Plan für Hochtarif. Und da der Standardmodus die Zeit ist, die nicht Hochtarif ist. So dass Sie nicht daran denken müssen, einen Niedrigtarif einzustellen, sondern Sie stellen einfach einen Hochtarif ein, wo Sie wissen, dass diese Stunden ich keine hohen Lasten haben möchte. Und die übrigen sind standardmäßig. Sie landen also auf dem oberen Feld. Und wenn Maxwell darüber spricht, dass es auf 10 sein soll, das heißt doppelt so groß, dann ist das, weil man, wenn man rechnet, die übrige Zeit, das heißt nach 22 Uhr bis 5:59 Uhr, zahlt man die halbe Leistungsgebühr im Vergleich zu den übrigen Stunden. Und dann kann man es einfach vereinfachen, indem man es auf 10 in der übrigen Zeit und 5 im Hochtarif legt. Genau. Danke für die Klarstellung, Ronald. Und damit beenden wir unser kleines Sitzung hier. Und danke, dass Sie zugehört haben und sich dieses Video angesehen haben. Sie können uns gerne liken und uns auf YouTube folgen. Vielen Dank und alles Gute.